Vierte Sieg-Konferenz am ZEW in Mannheim. Unter dem Titel Public Finance and Income Distribution in Europe beschäftigten sich Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 2 Tage lang mit aktuellen Finanzfragen. Unter den nationalen und internationalen Gästen begrüßte ZEW-Präsident Clemens Fuest auch Hans Eichel. Er war von 1999 bis 2005 deutscher Finanzminister und erinnerte in seiner Rede an die Grundidee der Europäischen Union. Es brauchte 2 Weltkriege mit verheerenden Folgen, bis dann die europäische Idee, die Idee der europäischen Einigung sich nach dem Zweiten Weltkrieg und dann mit Macht durchsetzte. Eine der Behauptungen heute, die schlicht falsch sind und auch für Europa abträglich, ist, Europa sei ein Elitenprojekt. Europa war kein Elitenprojekt. Europa war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Projekt genauso der Eliten wie der Völker. Der stellvertretende Ministerpräsident und Finanzminister Baden-Württembergs Nils Schmid betonte, dass der Finanzkrise in Europa eine Vertrauenskrise in der Bevölkerung gefolgt sei. Im Finanzteil einer großen Tageszeitung stand vor kurzem dazu folgende Schlagzeile: Europa, Doppelpunkt, Vertrauen kehrt zurück. Das mag für die Anleger stimmen, es gilt aber leider nicht für die eigentliche Vertrauenskrise Europas. Ich meine damit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das politische Europa. Beide Politiker sprachen sich für eine Stärkung der europäischen Institutionen aus. Hans Eichel plädierte für eine europäische Republik mit gemeinsamer Wirtschafts-, Außen- und Verteidigungspolitik. Europa ist mehr als der Binnenmarkt. Europa ist auch mehr als der Euro. Europa ist zuallererst eine Wertegemeinschaft, ein Bild davon, wie wir zusammenleben wollen. Also Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, soziale Sicherheit, Wohlstand für alle, da sind wir noch längst nicht gut. In der anschließenden Podiumsdiskussion debattierten Forscher und Wirtschaftspolitiker die Chancen und Risiken einer Fiskalunion in Europa. Wie können die EU-Mitgliedstaaten ihre Haushalte konsolidieren, ohne dabei Wirtschaftswachstum und sozialen Zusammenhalt aufs Spiel zu setzen? Wie kann ein immer stärkeres Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich verhindert werden? Wir sprechen mittlerweile von der Europakrise, weil es eben weitergeht als nur die Finanzmärkte. Es nämlich mittlerweile das Vertrauen der Bevölkerung in die Europäische Union auch geschwächt hat und in manchen der Krisenländern sich einfach auch die Demokratie geschwächt sieht. Vitor Gaspar hielt die zweite Schlüsselrede am ersten Konferenztag. Der Sonderberater der Banco de Portugal und ehemalige Finanzminister des Landes war bis 2013 maßgeblich an der wirtschaftlichen Stabilisierung Portugals beteiligt. Die Lage begann sich erst nach dem politischen Bekenntnis zu stärkerer Integration auf dem EU-Gipfel im Juni 2012 zu stabilisieren. Im September 2012 folgte die Ankündigung des OMT-Programms durch die Europäische Zentralbank. Wir haben hier am ersten Konferenztag den ehemaligen portugiesischen Finanzminister Vitor Gaspar, der dieses Land durch die Krise geführt hat und versucht hat, das Land zu sanieren. Und es ist eben sehr interessant, was er zu berichten hat. Am zweiten Konferenztag ist unser wichtigster Keynote-Sprecher Thomas Piketty. Die New York Times hat ihn ja als Rockstar unter den Ökonomen bezeichnet. Er hat mit seinem Buch für sehr viel Furore gesorgt, Diskussionen angestoßen und solche Leute wollen wir hier haben. Der Rockstar der Ökonomen Thomas Piketty präsentierte am ZEW die statistischen Grundlagen und Thesen seines Buches Capital in the 21st Century. Darin warnt er vor einer größer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich. Die Menschen haben das Gefühl, der ganze Kontinent gehöre dem Emir von Katar, der Bank of China oder sonst wem. Es ist wichtig, diese Ängste zu beruhigen und zu betonen, dass Europa mehr Vermögenswerte im Rest der Welt besitzt, als der Rest der Welt in Europa. Das Nettovermögen in Europa, also die Summe privaten und öffentlichen Besitzes, war in den vergangenen 100 Jahren nie größer als heute. Ungleichheit ist in Ordnung und sogar wichtig für Wachstum und Innovation, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Extreme Ungleichheit kann auch Folgen für den Zugang zu politischen Ämtern und politischem Einfluss haben. Das wäre schlecht für unsere Demokratie. Neben dem vielbeachteten Auftritt von Thomas Piketty nutzten die angereisten Wirtschaftswissenschaftler in Seminaren die Möglichkeit, sich in ihren Fachbereichen in kleineren Gruppen auszutauschen. Aus verschiedenen Gründen denkt man, es geht der Wirtschaft schlecht oder dem Land geht schlecht und dann ist alles schlecht und man
Man hat so das Gefühl, man muss das einfach viel besser verkaufen und die Leute überzeugen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, was in der Politik fehlt. Es fehlen so die Visionen. Die Wirtschaftswissenschaftler liefern der Politik die dazu notwendigen Fakten. Das Forschungsprogramm SEEK, Strengthening Efficiency and Competitiveness in the European Knowledge Economies, wird seit 2010 mit insgesamt 7,5 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg unterstützt. Es ist so, dass die Finanzierung jetzt im nächsten Jahr ausläuft, aber wir sind optimistisch, dass wir gemeinsam mit der Landesregierung das auch fortsetzen und die tollen Netzwerke, die wir jetzt haben, die Reputation, die wir damit auch gewonnen haben, dass wir das aufrechterhalten. In Poster-Sessions im Rahmen der 4. SEEK-Konferenz präsentierte das ZEW aktuelle Forschungsergebnisse. Derzeit gibt es 17 wirtschaftswissenschaftliche Projekte, deren Fäden in Mannheim zusammenlaufen.